Die Top 15 Länder für ein steuerfreies Leben. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Schön, dass du heute auch mit dabei bist und wir melden uns hier vom Mars. Ja, nicht ganz, zumindest das hier ist schon mal der marsianische Dome, wo wir uns gerade befinden, und zwar hier in Jordanien. Und zwar wir machen hier jetzt aktuell den Teamurlaub. Ja, und das heißt, einmal pro Jahr lade ich mein ganzes Team ein und dann verbringen wir Zeit hier und ja, haben auch Zeit, uns mal zu treffen, weil wir sind ja auf 13 Länder verteilt. Einige sind auch Dauerreisen. Setzen doch übrigens genau das um, was wir uns heute anschauen, weil es ist ja nicht so kompliziert, steuerfrei zu leben. Ja, und wir haben hier wirklich die Wüstensonne. Also es ist ziemlich hell hier. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich hier ausnahmsweise ein Video mit Sonnenbrille mache. Aber ich wollte euch auch hier ja dieses Ambiente zeigen. Ich habe mich extra auch noch gerade eingecremt, weil wir sind hier gerade wirklich unter Wüstensonne hier in Jordanien, in Wadi Rum, was übrigens als eine der schönsten Wüsten der Welt gilt. Ja, und Oasen, das passt eigentlich ganz gut. Ja, welche Steueroasen, die man ganz legal nutzen kann. Das sehen wir uns heute an. Und meine persönlichen Top 15 Länder. Da sehen wir zum Beispiel solche Länder, jetzt nehmen wir mal die Somalia, da kannst du auch einkommensteuerfrei leben. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich glaube, du hast die Information, wenn dich Somalia interessiert, kannst du dich auch selber das Ganze noch anschauen, weiter informieren. Dann weißt du schon mal, aber das sind jetzt Länder, die jetzt nicht unbedingt in den Top 15 mit dabei sind. Das sind aber einige, wo man sehr, sehr gut aushalten kann. Aber ein paar wichtige vorweg Hinweise. Also wir sehen uns erstmal die Einkommensteuer in diesem Video an, weil die Konstellation auch mit Körperschaftssteuer hängt auch wiederum von verschiedenen Variablen ab. Hast du im Inland dann Einkünfte, hast du Auslandsfirmen, hast du Kapitaleinkünfte als Privatier und. Das heißt, es gibt verschiedene Konstellationen. Wir sehen uns heute mal die Einkommensteuer an. Wenn wir die schon mal wegbekommen, ist, denke ich, schon mal sehr, sehr schön. Ja, wenn man mehr Menschen denkt, darüber nach auszuwandern. Ne? Warum auch immer. Komisch. Ist das so ein komischer Trend geworden? Keine Ahnung warum. Ne? Aber ist so. Ja, und es gibt hier tolle Länder und die sehen wir uns heute, wie gesagt, genauer an. Ja, wir werden uns vor allem zwei Steuerarten hier anschauen. Das eine ist die Residenzbesteuerung. Das heißt, wir haben einen herkömmlichen Steuersatz. Der ist ja bei den meisten Ländern irgendwo so vielleicht 10, 20, 30, 40%, in manchen Ländern auch sogar mehr in der Spitze. Ja, es gibt aber auch Länder, die haben da zum Beispiel 0%, ne? Generell auf alle, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und es gibt das sogenannte Territorialprinzip. Das heißt, da werden Auslandseinkünfte dann nicht besteuert. Inlandseinkünfte schon. Das heißt, wenn du dann dort lebst und hast Inlandseinkünfte, werden die besteuert. Aber in diesen Ländern, die wir uns anschauen, in den meisten wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so viele Inlandseinkünfte haben. Das heißt, dann kannst du dort grundsätzlich legal steuerfrei leben. Aber auch da, es gibt immer wieder ein paar Dinge zu beachten. Also deswegen danach auch im Detail anzuschauen. Das hier soll dir einen Überblick geben über die Länder, die für dich interessant sein können. Und dann kannst du weiter in die Tiefe gehen. Weil es kann jetzt auch sein, das gibt es vereinzelt, das heißt Kapitaleinkünfte sind im Land dann steuerpflichtig. Wenn du jetzt ja Privatier bist, ne, und Gelder verwaltest und Co., dann spielt das natürlich eine wichtige Rolle für dich. Ja, dann die Körperschaftssteuer, das heißt, wie ist das mit den Unternehmen? Das hatte ich schon angedeutet. Da gibt es auch Länder, das heißt, da musst du dann aber vielleicht auch Körperschaftssteuer zahlen und bei anderen vielleicht auch nicht. Auch dann, was passt für dich, dass du dir dort eine Aufenthaltsgenehmigung einholen kannst? Weil das ist in jedem Land auch unterschiedlich von den Regelungen her. Also auch hier muss man schauen, das heißt, das perfekte Land, vielleicht gibt es das für dich, aber ich meine, allgemein gibt es eh kein perfektes Land. Aber vielleicht einfach ein Land, was möglichst viel von den wichtigen Punkten für dich abhakt. Und weil wir uns dann natürlich auch wir haben mehrere Länder mit Territorialprinzip, was sind denn eigentlich Auslandseinkünfte? Weil es kann da auch teilweise Unterschiede geben. Also wenn du dann zum Beispiel in dem Land selber sehr, sehr viele Seminare machst, dann kann da auch gelten, weil die sind vielleicht Ausländer, aber die kommen in das Land, machen Seminare und dann ist es trotzdem steuerpflichtig. In Deutschland ist es ja zum Beispiel so, wenn man dort Events macht, dann muss man dort auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer abführen. Ansonsten kann es sein, wenn du in dem jeweiligen Land dann bist und auswanderst, wenn du dort Mitarbeiter hast, dass du dann auch, wenn da vielleicht alle Klienten im Ausland sind, aber es trotzdem als Inlandseinkünfte gezählt werden oder die Firma dann als Inlandsunternehmen. Also deswegen, man muss immer schauen, wie gesagt, geh dann auch ins Detail und deswegen auch ganz wichtiger Tipp, lass dich da ordentlich beraten. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, weil ansonsten der Teufel steckt im Detail, es kann wirklich dann auch etwas schief gehen. Also, aber jetzt starten wir auch, wie gesagt, mit den Top 15. Du bist sicherlich gespannt, wir gehen es in alphabetischer Reihenfolge durch. Ich werde auch vielleicht die ein oder anderen Kommentare dazu machen. Wir starten mit B wie Bahamas. Ja, und bei den Bahamas haben wir keine Einkommensteuer, keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer. Ja, ist eine Inselgruppe, die ist rund 1000 Kilometer lang. Also da hast du wirklich einiges auch zu machen und zu entdecken.
Wobei die schon relativ ähnlich sind. Also du hast hier die Karibik, wunderschöne Strände, aber wenn das genau dein Ding ist, dann könntest du dir die Bahamas genau anschauen, weil da musst du auch nicht unterscheiden zwischen Inland- und Auslandseinkünften. Inlandseinkünfte wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel haben und kannst dort die Steuerfreiheit direkt genießen. Also so eine klassische Steueroase. Nur eine halbe Stunde weg von Miami, das heißt also auch in die USA bist du sehr, sehr schnell oder dann auch von Miami aus hast du wirklich so in Anführungszeichen einen Großteil der Welt auch ebenfalls offen. Ja, und hast dort ein bisschen so James-Bond-Feeling. Von den Lebenshaltungskosten her ca. 50% teurer als in Deutschland, aber zum Beispiel günstiger als die Schweiz. Dann Land Nummer 2, und zwar die Dominikanische Republik. Ein Land, was mir persönlich übrigens sehr, sehr gut gefällt. Ich war auch schon mehrfach vor Ort, bin immer wieder sehr, sehr gerne dort. Wir haben hier ebenfalls ein Karibikland und auch das Territorialprinzip. Das heißt, deine Auslandseinkünfte, die sind steuerbefreit. Genauso wie Kapitaleinkünfte. Und das Ganze für die ersten 3 Jahre. Hier ist es befristet. Ich habe es trotzdem mit reingenommen, habe ich ansonsten auch solche Länder außen vor gelassen, weil auch hier, wenn man das dementsprechend gestaltet, zumindest ein bisschen Flexibilität mit dabei hat, dann kann man das trotzdem auch danach so gestalten, dass man auch weiterhin, sagen wir, Ausnahmen nutzt, beziehungsweise dass die 3 Jahresfrist und Uhr sozusagen auch wieder von neuem beginnt. Ansonsten tolles karibisches Land, also hat einiges zu bieten, ist also nicht nur Punta Cana mit All-Inclusive-Resort, sondern mehrere Sachen darüber hinaus. Also wirklich tolle Natur, tolle Strände, tolle Menschen. Ist auch übrigens sehr, sehr günstig. Also da ist nochmal deutlich günstiger, als wir jetzt gerade zum Beispiel die Bahamas im Vergleich hatten. Und wir machen weiter in Europa. Da haben wir nämlich auch einige Länder, und zwar I wie Irland. Und Irland hat auch einiges zu bieten. Ein sehr, sehr spannendes europäisches Land. Wir wissen ja von großen Konzernen, gerade die auch online unterwegs sind, dass die auch gerne dort in Irland ansässig sind. Dort ist der Körperschaftssteuersatz bei 12,5%. Das heißt also sehr, sehr attraktiv, einer der wettbewerbsfähigsten bei den OECD-Ländern. Ja, und wenn du als Ausländer dort lebst, dann kannst du von einem Non-Dom-Wohnsitz profitieren. Und das bedeutet letztendlich, ja, das heißt, du bist ja kein Ire vermutlich und kannst dann dort leben und kannst auch davon von quasi dem Territorialprinzip dann profitieren. Das heißt, Auslandseinkünfte werden nicht besteuert, solange sie nicht überwiesen werden. Das ist das sogenannte Remittance-Prinzip. Also das heißt, nicht überweisen nach Irland und dann kannst du davon ebenfalls profitieren. Ja, jetzt geht es wieder in die Karibik und zwar auf die Cayman Islands bzw. die Kaiman-Inseln. Das ist eines der Länder, da kannst du ebenfalls komplett steuerfrei leben. Es gibt keine Einkommensteuer, keine Kapitalertragssteuer, eine Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Das heißt, für Einwohner als auch für Ausländer gilt generell ein Steuersatz von exakt 0. Also und auch ein sehr, sehr bekannter Offshore-Finanzplatz. Relativ kleine Inseln dort in der Karibik, haben auch dort einiges zu bieten. Also Tauchen, Schnorcheln, wunderschöne Strände. Also auch dort kann man es gut aushalten, wenn man das möchte. Ist auch in den Americas überall. Das heißt auch in Mittelamerika, in Südamerika auch relativ schnell. Auch in den USA, also durchaus auch eine interessante Location, wenn einem exakt diese so zusagt. Dann geht es weiter mit Malta. Und zwar Malta ist sehr, sehr ähnlich wie Irland. Nur in Malta erzieltes Einkommen ist immer steuerpflichtig. Auslandseinkünfte werden nur besteuert, wenn sie in das Land hinein überwiesen werden, also auch remittiert. Das heißt das Remittance-Prinzip. Ja, und toll. Es gibt auch einiges an Kultur. Ist auch am Mittelmeer, das heißt auch ganzjährig, sagen wir mal, warm. Im Winter wird es ein bisschen kühler und frischer, aber das ist ja vielleicht auch mal nicht so verkehrt. Ich war auch mal im Winter dort, habe es auch ein bisschen angeschaut. Ich sage jetzt mal mein persönlicher Fall, also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber es ist sicherlich nett dort und ist natürlich auch immer so eine Typenfrage. Also wenn man auch nah an Europa sein möchte und auch so das Mittelmeerklima einem sehr, sehr zusagt und man auch ein englischsprachiges Land möchte, ja, dann wirft doch vielleicht mal einen Blick auf Malta. Das ist in dem Kontext wirklich ein interessantes Land. Und jetzt geht es auch mal nach Asien. Ne? Unsere Asienfreunde warten natürlich auch auf Optionen hier. Und zwar haben wir jetzt zum einen Malaysia. Und das ist so ein Underdog, weil ja viele kennen ja auch Vietnam und Thailand und Co., Philippinen auch. Aber so Malaysia spricht eigentlich kaum jemand. Obwohl es sehr, sehr viel zu bieten hat, ist englischsprachig. Also auch das macht es interessant. Das heißt, man kann sehr, sehr einfach auch mit den Bewohnern dort vor Ort sprechen. Gilt aber mehr oder weniger bei all diesen Ländern, die wir uns anschauen. Das heißt, auf Englisch kommt man da grundsätzlich durch. Ich meine, gerade jetzt, wenn man auch Richtung Mittel- und Südamerika reingeht, ist es schon gut, auch Spanisch zu sprechen. Aber auch hier auf jeden Fall kommt man sehr, sehr gut mit Englisch zurecht. Auch hier haben wir das Territorialprinzip, auch hier das Remittance-Prinzip. Ähnlich wie jetzt in Irland und Malta, also nur steuerpflichtig, wenn man das Ganze dann in das Land selber hinein
überweist. Und ansonsten, Malaysia ist ein tropisches Reiseziel, hat aber viel mehr zu bieten, auch kulturell, als jetzt eben nur Strand und Regenwälder. Ja, und auch dort interessant gelegen. Das heißt, man ist dann schnell, auch wie zum Beispiel in Thailand und in verschiedenen asiatischen Ländern und ja, kann auch dort einiges definitiv unternehmen. Dann, jetzt haben wir auch Afrika dabei, und zwar ein afrikanisches Land, und zwar Mauritius. Und Mauritius ist auch so ein Geheimtipp, ganz wenig auf der Landkarte von den meisten Menschen beim Thema Internationalisierung. Auch hier Territorialprinzip, die Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Auch hier das Remittance-Prinzip, also das heißt Einkünfte, die nach Mauritius überwiesen werden, unterliegen der Einkommensteuer. Und solange es aber im Ausland verbleibt, gar kein Problem. Ansonsten auch Kapitalgewinne, Schenkungen, Erbschaften etc. auf Dividenden etc. fehlen komplett. Der Einkommensteuersatz, der liegt übrigens bei 15% und Körperschaftssteuer beträgt ebenfalls 15%, also auch relativ niedrig. Und Mauritius selber ist auch so das Tor nach Afrika. Das heißt, wenn afrikanische Unternehmen, wenn man da vielleicht auch irgendwas machen möchte, dann kommt man an Mauritius fast gar nicht vorbei. Ansonsten und auch relativ gut erreichbar, ansonsten auch auf der Südhalbkugel, gerade wenn man vielleicht möglichst weit weg sein möchte von einem potenziellen Chaos, ein bisschen weiter nördlich, dann auch Mauritius sehr, sehr interessant und auch von den Flugverbindungen her auch ziemlich gut. Auch ein sehr, sehr guter Bankensektor, also das heißt, kann man auch für das Banking nutzen, kann man auch unabhängig davon vom Thema Auslandern, aber auch das ist natürlich schön, wenn man hier wirklich so ein tolles Gesamtpaket hat. So ein, ich sag mal, internationale Kollegen, die auch mal so ein Rating gemacht haben von verschiedenen Ländern weltweit, die einfach alle möglichen Faktoren damit einbezogen haben, die haben sogar Mauritius hier auf Platz 1 gewählt. Ansonsten, jetzt geht es nach Mittelamerika und zwar Nicaragua. Dort haben wir das Territorialprinzip. Dort kannst du aber hinein überweisen, das ist dort kein Problem. Wir haben dort politisch eine interessante Situation. Wir haben eher die linksorientierten Sandinisten. Ist es dann von dem her gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Es ist eher ein entspanntes Land, also gehört definitiv zu den sicheren Ländern in den Amerikas. Ansonsten politisch ist die Regierung eher autoritär. Das heißt, also jetzt nicht die beste Idee, dort so als Aktivist vielleicht reinzugehen, sondern eher einfach nur komplett neutral und die einfach machen lassen. Da gibt es auch keine Probleme. Ich war selber auch vor Ort. Ich fand es jetzt als Land insgesamt ziemlich verschlafen, muss ich sagen. Also ich kann mir vorstellen, man hat dort ein sehr, sehr gutes Leben dort und es gibt dann eben auch so, ich nenne es mal so Auswanderer-Standorte, in Anführungszeichen Auswanderer-Kolonien, wo man es dann auch gut aushalten kann. Also da tendenziell würde ich sagen, eher aus dem englischsprachigen Raum, auch relativ viele Amerikaner. Ist auf jeden Fall ein interessanter Geheimtipp in Nicaragua, das haben viele auch eher nicht so auf dem Schirm. Und übrigens, und das ist auch sehr, sehr interessant, weil es wird ja schon gewarnt, ne, dass die nächsten Pandemien ja bereits so auf dem Weg sind. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Ne? Sagen schon so diverse Gesundheitsexperten, wie zum Beispiel der Bill Gates und Co., die waren ja schon beim letzten Mal auch richtig. Also von dem her schon mal ganz interessant hinzuhören, was die so sagen. Und da war mit Nicaragua war es ja so, dass mit Covid dass man dort also wirklich komplett restriktionsfrei leben konnte. Wie die das überlebt haben, ich habe keine Ahnung, dass sowas überhaupt möglich gewesen ist, aber anscheinend ist das Virus also nicht dort hingehüpft. Also die waren da nicht dort, die waren vor allem nur in der westlichen Hemisphäre. Na gut. Dann haben wir als nächstes Land haben wir Panama, auch einer meiner persönlichen Lieblingsländer. Ich bin immer sehr, sehr gerne dort. Ist ein toller Hubspot, also auch für Flughäfen. Man ist überall relativ schnell in den ganzen Americas, also so der zentrale Hubspot, was den Flughafen betrifft. Sehr offenes, liberales Land, auch sehr international. Panama City, wunderschöne Stadt. Und auch hier haben wir das, ja genau, Territorialprinzip. Auch dort kann man übrigens rein überweisen, das ist gar kein Problem. Man kann dort auch relativ günstig leben. Also ist jetzt auch nicht so teuer, nicht das günstigste Land definitiv in Amerikas, aber wie zum Beispiel Costa Rica wäre schon nochmal ein bisschen weiter oben, was also die Kosten etc. betrifft. Ansonsten von der Aufenthaltsgenehmigung, dort ist es so, man muss ca. $200.000 und auch ein bisschen mehr hat rechnen für Immobilien zum Beispiel, um dann die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das war vor mehreren Jahren war das noch möglich mit den Friendly Nations Visum, dass man auch so die Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Inzwischen nicht mehr. Das heißt, man muss dann auch ein bisschen Kleingeld mitbringen. Beim nächsten Land müssen wir das so in dieser Art und Weise nicht. Wir machen weiter mit P wie Paraguay und das ist auch eines meiner persönlichen Freiheitsfavoriten. Bin ja schon seit 2012 regelmäßig vor Ort. Das ist eines meiner persönlichen Lieblingsländer. Unglaublich tranquilo. Sehr, sehr einfache Aufenthaltsgenehmigung, also kein Investment und Co. Einfach nur ein paar Dokumente. Kannst du übrigens auch, wir können den Link gerne unterhalb von dem Video auch packen. Dann kannst du dir auch mal unsere Investorenreise anschauen und da ist auch ein Video dazu. Da ist mehr auch zu Paraguay dort mit drin. Auch hier gilt das Territorialprinzip. Das heißt, Auslandseinkünfte, die müssen nicht
besteuert werden und die können auch eingeführt werden nach Paraguay. Auch sehr, sehr günstig von der Lebenshaltung her, auch sehr, sehr natürliche Menschen. Ich meine, das sind die Latinos allgemein, aber dort nochmal ein Tick mehr. Also wirklich Paraguay auch definitiv so ein Geheimtipp, auch auf keiner Liste dort drauf und auch so ein bisschen off the radar, wie man auf Englisch sagt, also unterhalb des Radars. Dann haben wir die Philippinen. Auch hier gilt das Territorialprinzip, darf aber hier auch eingeführt werden. Ist auch ein sehr, sehr günstiges Land, also eines der günstigsten Länder, die wir auch hier uns gemeinsam anschauen. Also alle möglichen Einkünfte, Dividenden, Zinsen, Mieteinnahmen, Kapitalgewinne, Kryptogewinne und so weiter sind komplett steuerfrei. Ja, ansonsten nimmt auch nicht am CRS, also an den Common Reporting Standards. Das heißt, wenn du dort Bankkonten und so weiter hast, dann kannst du auch diese nutzen, ohne dass dann zum Beispiel Meldungen an ein anderes Land gehen. Aber wenn du ausgewandert bist, dann bist du ja zum Beispiel nicht mehr, vielleicht in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Das heißt, dann werden keine Meldungen mehr gemacht, wenn du bei der Bank mit dem jeweiligen Wohnsitz angemeldet bist. Ansonsten Philippinen, traumhafte Strände, sehr, sehr nette Menschen. Muss aber auch sagen, so von der Kultur her und von der Sauberkeit her und vom Essen her ist zum Beispiel jetzt der prominentere Fastnachbar Thailand da schon nochmal etwas anderes. Ja, mal schauen, ob Thailand vielleicht auch noch kommt. Aber jetzt geht es erstmal weiter, aber so mal Richtung Thailand und zwar nach Singapur. Auch ein sehr, sehr interessantes Land. Auch hier gilt Territorialprinzip. Meint man vielleicht gar nicht. Singapur ist ja eines der reichsten Länder der Welt. Ja, klingt super und ist auch sehr, sehr interessant dort. Ist zwar jetzt auch von den Preisen her etwas gehobener, ist eine Großstadt. Auch sehr, sehr wohlhabend, ist ganz klar. Da muss man auch ein bisschen mehr Geld mitbringen. Ansonsten, ja, aber auch um Singapur reinzukommen, ja, ist es halt ebenfalls so, es geht ab circa 10 Millionen Singapur-Dollar los. Also das sind circa 6,5 Millionen Euro Eintrittskarte. Also die wissen oder beziehungsweise die schauen, wir wollen einfach nur Qualität, die reinkommt. Ich formuliere es einfach mal so. Früher war das noch einfacher gewesen, aber Singapur hat sich extrem gut entwickelt. Ist halt auch so die Schweiz Asiens und sehr, sehr aufstrebend. Und ja, die machen einen sehr, sehr soliden und einen sehr, sehr guten Job, definitiv. Sei hier noch erwähnt vom Territorialprinzip, auch hier haben wir das Remittance-Prinzip. Das heißt, wenn es dann nach Singapur eingeführt wird, dann wird es steuerpflichtig. Dann als nächstes, und dann haben wir es ja auch hier, und zwar Thailand. Auch hier sind die Auslandseinkünfte steuerfrei. Auch hier gilt das Remittance-Prinzip, aber mit der Besonderheit, es gilt für das jeweilige Kalenderjahr. Das heißt, ein Jahr später kann es eingeführt werden. Aber man muss auch sagen, Thailand ist dafür bekannt, ja, nicht nur für tolle Strände, einen tollen Lifestyle, dass es günstig ist, aber auch, dass sie gern immer wieder mal Sachen verändern. Das heißt, es ist nicht so planbar wie vielleicht die ein oder anderen Länder. Also das sollte einem ansonsten hier vielleicht auch klar sein. Gut, dann haben wir also ein Geheimtipp, wer mal so richtig weit weg möchte und auch so die Südsee und einfach nur möglichst weit weg und möglichst auf der anderen Seite der Welt, dann schau dir Vanuatu an. Vanuatu ist eine kleine Inselgruppe, ja, und da gibt es keine Einkommensteuer, es gibt keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer, ist also auch so, ja, so richtige Steueroase. Der Reisepass auch relativ einfach möglich, ist jetzt nicht der beste der Welt, aber den kann man sich auch kaufen, ist aber unabhängig auch, ja, jetzt von dem steuerlichen Themen. Ansonsten, aber wenn man dort leben möchte, dann kann man sich auch gleich die Residency dort mit dazu holen und ist halt hier wirklich weit weg von dort, wo es in der Regel Probleme geben könnte und sollte. Ja, und wenn du mitgezählt hast, jetzt fehlt noch genau ein Land, und zwar die Vereinigten Arabischen Emirate, abgekürzt VAE. Das bekannteste Emirat, das ist natürlich Dubai. Und in Dubai gibt es gar keine Steuer. Also auch wenn du dort lebst, für Inländer, für Ausländer, also auch kein Territorialprinzip. Und Dubai, ich glaube, ich muss jetzt gar nicht so viel dazu sagen, kennen wir alle sicherlich aus Instagram und von verschiedenen Meldungen und Co. Also es gibt dort alles, es ist ein sehr, sehr heiß, also wir haben ja auch sehr, sehr viel Wüste, ähnlich gerade wie hier im Sommer, richtig warm und heiß, also da geht es dann auch schon mal auf über 40 Grad, aber im Winter muss ich sagen, wirklich super angenehm, da haben wir so 20, 25, 30 Grad tagsüber und ja, langweilig wird es einem in der Regel auch nicht, aber es polarisiert als Land und als Emirat und da gab es auch eine Änderung, und zwar Anfang letzten Jahres. Seitdem gibt es dort auch eine Buchhaltungspflicht und die Körperschaftssteuer von 9%. Wird Dubai von der libertären Szene her angekreidet, so ist das jetzt möglicherweise auch der Anfang, könnte es noch höher gehen. Also aktuell sind wir bei 9%, das ist sicherlich noch überschaubar und human, aber es sei an dieser Stelle auch erwähnt. Das heißt, also erste Buchhaltung und Körperschaftssteuer, das heißt, das solltest du auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Aber ansonsten, ja, hat sehr, sehr viel zu bieten und auch durch die steuerfreien Ersparnisse, ja, kann man dann auch sicherlich so diesen Lifestyle auch sehr, sehr gut nutzen. Gibt auch sehr, sehr viel Luxus und Co. Aber wie gesagt, zu Dubai brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen.
Ansonsten gibt es noch ein Bonusland, und zwar, wer jetzt dann auch denkt, hey, was ist denn mit Costa Rica? Das ist doch ein ganz interessantes, ein sehr, sehr schönes, tolles, tropisches Land. Das ist korrekt. Und es hat jetzt in 2025, hat es auch noch das Territorialprinzip, aber ab 2026 nicht mehr. Deswegen ist es natürlich nicht mehr in den Top 15 hier mit dabei. Also das berücksichtigen. Und es zeigt auch, Länder können sich verändern. Ich habe auch ein paar Beispiele genannt. Also es verändert sich immer wieder was. Das heißt, vielleicht nicht nur auf ein Land fokussieren, eine gewisse Flexibilität mitzubringen, ist manchmal nicht verkehrt, weil hier in Costa Rica ist die Steuerfreiheit dann ab 2026 vorbei. Also das berücksichtigen, ja, und dann ein bisschen Flexibilität, dann wirst du auch sehr, sehr viel Freude haben, weil es ist ein absoluter Booster zur finanziellen Freiheit. Wenn du vielleicht sogar noch günstige Lebenshaltung insgesamt hast, also wir haben jetzt ein paar Länder dabei gehabt, Philippinen, Thailand, auch in Paraguay, Dominikanische Republik und auch weitere Länder. Ja, da kann man, also da, und dann mit der Steuerfreiheit zusammen ist es ein gewaltiger Turbo. Wenn man vorher vielleicht fast gar nichts auf die Seite legen konnte, bleiben dann auf einmal mal 1.000 oder eher sogar 2.000, vielleicht sogar 3.000 Euro übrig. Das ist der Unterschied. Also immer rechnen, okay, von einem Staat. Im Prinzip sind Staaten ja wie Unternehmen. So, die haben ein Dienstleistungsangebot und was bekomme ich dafür? Wie du das aktuell siehst in deinem Land, allen voran vielleicht auch viele Zuseher natürlich auch mit Deutschland und auch in Österreich oder auch in der Schweiz, wie sich dort die Situation entwickelt. Ich denke, das kriegst du selber am besten mit und dann kannst du dir überlegen und vielleicht auch schon mal vorbereiten. Das muss ja nicht heute hier und jetzt vielleicht auch sein, aber dann auch später. Es muss ja niemand auswandern, aber vielleicht sagt man irgendwann mal, naja, vielleicht bekomme ich preis-leistungsmäßig woanders auch ja etwas ein bisschen besser und optimierter. Also ansonsten, schön, dass du heute mit dabei warst. Ich bin froh, dass dieses Video hier mit dir vorbei ist. Die Sonne brennt hier schon ziemlich runter. Also, habe ich sehr gefreut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es gefallen hat, teilen, liken, kommentieren und YouTube-Kanal abonnieren. Und ganz, ganz wichtig auch unseren Freitagsverteiler. Kannst du dir unterhalb von dem Video dort eintragen. Da kriegst du mal alle Themen mit, weil wir schon seit, ja, jetzt inzwischen fast 10 Jahren jede Woche ein neues Tippvideo haben. Ich freue mich auf dich nächsten Freitag wieder. Genau, bis dahin, dein Thorsten Wittmann.